Ich habe hier von meinem Faden viel zu viel abgeschnitten. Ich habe jetzt hier so ganz viele lange, ähnlich lange Bänder, aber die waren mir zu kurz für mein Projekt. Und jetzt muss ich die irgendwie zwischenlagern. Und jetzt habe ich überlegt, wie, weil wenn ich die einfach nur aufwickel, dann habe ich nachher nur noch Knoten. Und deshalb werde ich die häkeln. Und zwar mache ich mir dann wieder eine Schlaufe, so wie zum normalen Häkeln auch, ne, so eine Anfangsschlaufe. Und dann halte ich das so hier fest und häkel einfach dieses Band hier so durch. Ganz locker gehäkelt, dass ich das nachher auch gut wieder auflösen kann. Ne, ich halte hier hinten das ein bisschen fest, weil wenn ich das nicht mache, wenn ich es nur hier halte, dann wird meine Schlaufe hier oben immer größer. Ne, so, das möchte ich nicht, deshalb halte ich das hier fest, so, dass ich die Schlaufe nicht allzu sehr vergrößern kann. Und dann muss ich nur ab und zu mal ein bisschen Faden nachgeben. Hier links kann ich das dann ein bisschen durchschlupfen lassen. Und dann mache ich hier so eine ganz lockere Häkelkette einfach. So eine Luftmaschenkette sozusagen. Und dann können sich meine Fäden nicht verknoten. Wenn ich später nochmal einen brauche, kann ich das einfach wie so eine normale Häkelkette auch einfach wieder aufziehen. Ja, also wenn ich das, sagen wir mal, ich beende das irgendwo und dann brauche ich den Faden wieder, dann kann ich den ja einfach wieder aufziehen, ne? So, bis es ganz offen ist, dann nehme ich mir ein Band raus und dann kann ich den Rest wieder zusammenhäkeln. So, und dann, das mache ich jetzt bis zum Ende. Je großmaschiger ich das mache, desto schneller geht das natürlich. So, jetzt bin ich ja schon gleich am Ende. Und dann ziehe ich das am Ende hier so einmal durch. Da muss ich nur das am Ende dann einmal öffnen. Und dann kann ich mir das zu meinem Projekt legen, wo ich eventuell demnächst den nächsten Faden brauche oder einfach in den Schrank zu der Wolle. Und dann, genau, kann ich das dann demnächst einfach, wenn ich es brauche, hier die letzte Schlaufe wieder öffnen und dann mich wieder am Faden bedienen. Ich kann auch einfach, anstatt das durchzuziehen, kann ich auch einfach diese Schlaufe hier, diesen Knoten, einfach festziehen. So, dann fällt der auch nicht ab, ne? Das löst sich auch nicht von alleine. Und wenn ich dann den Faden brauche, kann ich auch hier ziehen und direkt das auflösen. Ne, das geht auch ganz gut. Dann muss ich das gar nicht erst durchziehen. So, häkel ich das mal wieder bis zum Ende fest. Ich habe hier die letzten paar Maschen, habe ich jetzt auch fester gemacht, dass sich das nicht von unten her mein Knoten löst. So, dann ziehe ich jetzt die letzte Schlaufe einfach ein bisschen fester und dann löst sich da auch nichts von alleine. Hier wird er natürlich jetzt mehr beansprucht und eventuell wird darunter die Elastizität leiden, wenn der jetzt jahrelang so gelagert wird. Dann könnte es natürlich sein, dass der hier etwas mitgenommener ist. Und vor allem auch, dass ihr den Fadenweg, dass der Faden so ein bisschen ein Gedächtnis hat für diese Form und dass ihr das nicht möchtet. Aber für kurzfristigere Lagerungen ist das auf jeden Fall so gut geeignet. So, ich hoffe, dieser kleine Quick-Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts Neues. Und dann erfahrt ihr auch, was ich mit diesem Faden überhaupt gemacht habe und wo der übrig geblieben ist. Das seht ihr im nächsten Video. Seid gespannt. Und dann abonniert den Kanal und dann verpasst ihr das nicht. Ich freue mich auf euch. Tschüss!